Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für Nudeln mit Kürbissoße. Dafür zunächst eine Zwiebel sowie 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen, die Zwiebel grob in Stücke und den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, habe ich hier einen 750 Gramm schweren Hokkaido-Kürbis. Funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Kürbis, wie beispielsweise Butternut, sehr gut. Den Kürbis halbieren, mit einem Löffel das Kerngehäuse herausholen und anschließend das Fruchtfleisch grob in Stücke schneiden. Danach einen Topf aufsetzen, einen guten Schuss Öl hineingeben, Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommen die Kürbisstücke dazu. Außerdem die Gewürze, je 1 Teelöffel gemahlener Koriander, Kumin bzw. gemahlener Kreuzkümmel, süßes Paprikapulver und Kurkuma. Außerdem einen halben Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Salz und eine gute Prise frisch gemahlener Pfeffer. Danach alles einmal gut umrühren und jetzt mit Wasser aufgießen, bis der Kürbis gut mit Flüssigkeit bedeckt ist. Anschließend wird die Kürbissoße zum Kochen gebracht und bei niedriger bis mittlerer Hitze für 8 bis 10 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis gar ist. Nebenbei setzen wir noch einen weiteren Topf für die Nudeln auf. Das heißt, einen großen Topf, reichlich Wasser, gut salzen und sobald das Wasser kocht, die Nudeln ins kochende Wasser geben. Ich habe mich heute für Fusilli entschieden. Wie immer ist hier aber auch jede andere Pastasorte möglich. 7 bis 8 Minuten im Wasser kochen lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und leicht Biss haben. Sobald der Kürbis fertig ist, den Topf vom Herd ziehen. Jetzt benötigen wir einen Pürierstab, den Kürbis für 1 bis 2 Minuten pürieren. Sollte die Soße beim Pürieren nicht flüssig genug sein, könnt ihr etwas vom Nudelwasser dazugeben. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Außerdem kommt noch 1 Esslöffel Creme Fraiche dazu. Ein letztes Mal gut umrühren und jetzt sollte auch die Pasta gar sein. Über einem Nudelsieb abgießen, kurz abtropfen lassen, dann zurück in den Topf geben, erneut bei mittlerer Hitze auf den Herd stellen, die Kürbissoße dazu gießen, außerdem 200 Gramm halbierte Kirschtomaten und etwas gewaschenen Blattspinat dazugeben. Alles einmal gut miteinander verrühren, bis der Blattspinat leicht zerfallen ist und dann können wir anrichten. Die Pasta mit Kürbissoße, Blattspinat und Tomaten auf tiefen Tellern verteilen und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.